Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr die Räder an eurer Harley wechselt. Dazu müsst ihr sie erstmal aufbocken. Da wir beide Räder gleichzeitig machen wollen, bocke ich sie auf dem Scherenlift auf und verspanne sie mit einem Spanngurt, damit sie nicht runterfällt. Dann muss ich meine Bremsscheiben abbauen. Wenn ihr ein 19 Zoll Rad habt, könnt ihr es auch drin lassen. Bei meinen 16 Zöllern muss ich sie leider abbauen. Öffnet dazu die beiden unteren Schrauben an der Gabel, die die Achse fixieren. Die müsst ihr nicht komplett abschrauben, einfach nur lockern. Dann schnappt euch irgendwas, was durch das Achsloch passt und schraubt sie auf. Wenn ihr da nichts durchsteckt, müsst ihr sie irgendwie anders gegenhalten. Dann haltet das Rad fest, zieht die Achse raus und schaut, dass die Tachowelle, wie hier im Bild, nicht im Weg ist. Ja, das war's mit der Vorderachse. So schnell geht das Vorderrad raus. Hinten ist es mehr oder weniger dasselbe. Ihr schraubt die Bremse ab, den Bremssattel, kommt wieder auf die Schwingebreite und auf die Radbreite an, ob ihr sie abbauen müsst. Ich muss sie abbauen. Wenn ihr die Bremse abgebaut habt, kommt der Achsspanner. Ich empfehle, das vorher nachzumessen, wie sehr der Riemen gespannt war. Dann habt ihr nachher einen Anhaltspunkt und müsst nicht ewig rumsuchen. Messt auf beiden Seiten, notiert euch den Wert und macht es danach locker. Wenn ihr es wieder einbaut, könnt ihr es wieder auf denselben Wert stellen. Da tut euch einfach viel leichter. Sicherungsspund raus, dann gegenhalten auf der anderen Seite, da geht ein Schlüssel drauf und die Mutter öffnen. Mutter komplett abschrauben natürlich. Genau, ich habe jetzt hier, wie ihr seht, nochmal den zweiten Heber und das Hinterrad getan. Da tut man sich einfach leichter, das Rad rauszulassen. Dadurch, dass mein Fender so weit nach hinten runter schaut, bei meiner Sportster ging das auch ohne. Da hat er einfach mehr Platz gehabt. Dann lasse ich das Hinterrad Achse raus, Hinterrad runter. Und bevor ihr es raus tut, müsst ihr natürlich den Riemen wegtun. Aber wenn das Hinterrad so draußen ist, könnt ihr den Riemen einfach runter tun. So, dann habe ich das Rad draußen. Riemen ist weg. Dann schmeiße ich das Rad gleich ins Auto und fahre damit zum Händler. Und lasse mir die Reifen montieren, da ich keine Reifenmontiermaschine habe und somit nicht selber machen kann. Kostet aber nicht die Welt und eine Reifenmontiermaschine macht meiner Meinung nach keinen Sinn, wenn man nur so hobbymäßig schraubt. Bevor ihr alles wieder zusammenbaut, macht auf jeden Fall eure Teile sauber. Die meisten Achsen haben ein bisschen Ablagerungen, Dreck und alles einfach schön sauber machen, die Abstandshalter und die Achsen danach wieder gut einfetten, bevor ihr sie einbaut. Ihr werdet es euch selbst danken beim nächsten Mal, wenn ihr es macht, weil einfach alles leichter auf und raus geht. Wenn ihr dann vergessen habt, wie die Buchsen reingehören, so wie ich, schaut im Werkstatthandbuch nach, da steht alles drin. Dann habe ich mein Hinterrad wieder auf den Heber gestellt und den Riemen drüber und jetzt kann ich es langsam hochpumpen. Wie gesagt, man kann es auch halten, dann aber am besten den Kumpel mitnehmen, der dann die Achse für euch durchsteckt. Alle Buchsen sind drin, das Rad ist auf der richtigen Position. Dann kann ich auch schon die Achse durchstecken. Die sollte recht leicht durchgehen. Ab und zu braucht man aber auch ein paar kleine Schläge mit dem Gummihammer. Das ist alles normal. Mutter drauf, Unterlegscheibe drauf und fertig fürs Hinterrad. Sobald das Hinterrad einigermaßen angeschraubt ist, können wir wieder die Achsspanner einstellen auf den Wert, den ihr vorher hattet. Messt einfach wieder nach, stellt die gleichmäßig ein, schaut, dass das Hinterrad gerade drin ist. Und sobald ihr auf einem einigermaßen passenden Wert seid, den ihr vorher gemessen habt, könnt ihr gleich wieder die Bremse drauf bauen. Und sobald die Bremse drauf ist und nicht mehr schleift, müsst ihr den Riemen einstellen. Dazu müsstet ihr allerdings im Werkstatthandbuch nachschauen, wie eure Riemenspannung ist oder wenn ihr eine Kette habt, wie eure Kettenspannung ist. Ganz wichtig ist, der Riemen muss in der Flucht laufen, er darf nirgends schleifen, er darf nicht schief laufen. Das müsst ihr auf jeden Fall kontrollieren. Bei mir ist es so, er darf mit 10 Kilo Last sich nur 9,5 mm bewegen. Ich habe das vorher mit einem Tool gemessen, deswegen jetzt nur noch kurz mal mit dem Daumen. Dann Sicherungssplint nicht vergessen, das ist ganz wichtig, und ab zum Vorderrad. Hier ist wichtig, dass ihr es richtig rum einbaut. Hinten kann man sich falsch einbauen, vorne geht das leider sehr leicht. Also bei 2 Scheiben geht es auf jeden Fall sehr leicht. Dann alles wieder drauf, Tachowelle rein, Abstandshalter drauf und hochheben und die Achse durchstecken. Wie ihr seht, das kann man vorne gut alleine machen, weil wesentlich mehr Platz hat als hinten. Und ich habe mal wieder die Felge sauber gemacht.
Dann wieder die Klemmschraube für die Achse festmachen und die Achse natürlich wieder gegenhalten und auf der anderen Seite zuschrauben. Drehmoment wieder im Werkstatthandbuch nachschlagen, da es für die Harleys unterschiedlich ist. Nachdem ihr die Achse wieder drin habt, das Vorderrad, könnt ihr wieder eure Bremssättel verbauen. Natürlich wieder beide Seiten, wenn ihr 2 habt. Und bevor ihr sie festschraubt, einfach mal das Rad andrehen, Bremse halten und dann fest. Wenn dann alles wieder so zusammengebaut ist, könnt ihr noch den Reifenluftdruck checken. Sollte man es den Händler gemacht haben, einfach nochmal prüfen. Und das war's. Dann könnt ihr euch schon auf eine Probefahrt gehen. So, nachdem ihr den Reifen gewechselt habt, müsst ihr natürlich Probefahrt machen. Und vor allem, das ist super wichtig, jeder neue Reifen kommt mit einer Schutzschicht. Die Trennschicht, um den Reifen aus der Reifenform zu holen. Und diese Schutzschicht ist ziemlich glatt. Also ich meine wirklich glatt. Und deswegen müsst ihr jeden Reifen erst einfahren oder diese Schicht erst abfahren. Okay, jetzt kommt ein Wegweiser. Mag läuten. Ach, was soll's. Deswegen müsst ihr diese Schicht erst abfahren auf dem Reifen. Und das bedeutet 150 Kilometer vorsichtig fahren. Ungefähr 150 Kilometer. Und natürlich, es ist total Blödsinn, sich auf die Autobahn zu schwingen für eine Stunde und 150 Kilometer geradeaus fahren, weil dann hat man nämlich genau 0 gewonnen, weil die Reifenflanken hier immer noch werden hier immer noch rutschig und das ist genau das, was wir nicht wollen. Ich habe schon viele Tipps im Internet gelesen, im Kreisel einfach einen leeren Kreisel suchen, 20 Runden rum und dann, ich will jetzt nicht zu Straftaten aufrufen, aber andersrum genauso nochmal. Nein, sucht euch einen Parkplatz, fahrt ein paar Runden und macht es einfach. Lasst es langsam angehen. Und dann empfehle ich die Testfahrt. Sucht euch ein paar Freunde und fahrt an den See. Das habe ich zumindest gerade vor. Also theoretisch habe ich es vor. Weil praktisch habe ich mich gerade ziemlich verfahren. Und ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo ich bin. Eigentlich kenne ich die Strecke, aber es war eine Straßensperrung und ich musste außen rumfahren. Und jetzt habe ich 0 Plan mehr, wo ich bin. Aber da ich ein Mann bin und nicht nach dem Weg frage, habe ich jetzt auch keinen Bock, mein Handy auszupacken und als Navi zu nutzen. Deswegen, und es ist hier gerade echt schön. Also, man sagt immer, man verfährt sich nicht mit dem Motorrad und man kann sich nicht mit dem Motorrad verfahren. Und ja, dem stimme ich zu. Wow! Wow! Echt schön hier, aber ich bin mir ganz sicher, wenn ich dort ankomme an diesem See, sind die anderen schon weg. Shit. Naja. Okay, ich gebe auf. Ich schaue doch mal auf die Karte. Naja, so falsch war ich scheinbar doch nicht. Gut. Dank meiner langen Arme. Ja. Oh, da hinten sind sie. Ich sehe das Auto. Anlieger frei, aber ich habe doch ein Anliegen, da reinzufahren. Ja! Yeah. Da steht das Riesenschiff. Aber ich meine, mein Motorrad ist nicht gerade klein, ne? Aber schaut euch bitte diesen Vergleich an. Dieses Auto ist so riesig.